Du hast gerade eine Red Flask. Ja, da gab es gestern einen Chinesen, der die für 200er Kurs verkauft. Ich hatte leider kein Geld und, naja, ehrlich gesagt habe ich sie auch nicht wirklich gebraucht, aber die hätte sich eigentlich gelohnt mitzunehmen. Aber ich hoffe, es geht nicht. Und wenn ich es gehabt hätte, hätte ich sie vielleicht auch nicht gekauft, weil ich wollte eigentlich was anderes kaufen, aber ja. Ja, manchmal findet man nice Leute, die es günstiger oder sogar sehr günstig verkaufen. Aber das sind eher so Glücksfunde. In der Regel ist das nicht so. In der Regel ist es ja genau das Gegenteil. Dass es nicht nur nicht günstig ist, sondern es ist extrem teuer. Also es ist nicht nur teuer, es ist extrem teuer. Klassische Reseller halt. Aber der Vorteil, das ist halt einer der Vorteile von so extrem viel Shops auf 500 verschiedenen Channeln. Dass selbst ein Reseller, der den ganzen Tag oder hunderte Reseller, ich meine, die machen ja nicht nur Resellen, die machen ja zumindest auf dem FEC auch noch andere Dinge. Die meisten. 210 wäre okay für 7 Tage. Das ist okay, ja. Die machen ja noch andere Dinge auch. Und es machen ja gefühlt pro Minute 50, 60, 70 neue Shops auf. Also unübertrieben. Es ist ja wirklich insane, wie viele Shops es gibt, Verkäufer etc. Es ist wirklich krass. Und es ist halt schon so, dass einfach keiner den ganzen Tag alles abfangen kann. Also kein Reseller, kein wer auch immer kann den ganzen Tag jeden neuen Shop sich angucken und jeden Schnapper dir wegnehmen vor der Nase. Das geht nicht. Das heißt, früher oder später stolpert man immer mal wieder über so einen Shop. Gestern, oder war das heute? Ich glaube, es war gestern. Also, ich glaube, es war gestern. Habe mich random nach Flares geblinkt. Da hatte vor mir einen Shop offen, A-Pro 8 Mio. Ich klicke rein und es war ein A-Pro für 8 Mio. Einfach mitten in Flares. Channel 1, 2 oder 3. Wahrscheinlich Channel 3. Und sowas ist einfach, das ist einfach ein Glücksfund. Das passiert manchmal. Und sowas kann man kann probieren, sowas zu, sag ich mal, zu erzwingen, so ein Glücksfund, indem du absichtlich immer irgendwie du guckst immer Shops in Darkon 3 oder guckst immer so möglichst weit weg von Darkon 2 oder Channel 1 Flares oder so. Je weiter weg sozusagen, je abstruser der Channel und der Shop, desto günstiger die Preise. Das funktioniert aber nicht tatsächlich. Also ich habe das auch schon oft gemacht, wenn ich irgendwie einen Schnapper gesucht habe. Aber oftmals ist es dann so, dass man halt dann einfach... Du bist auf Channel 25, Darkon 3 und der verkauft A-Pros für 50 Mio each. Also, es ist einfach random. Aber eben auch der Vorteil, weil wie gesagt, wenn alle Shops Channel 1 wären, wenn alle Shops in einer Stadt wären, dann würde die Wahrscheinlichkeit auf so einen Glücksfund immer niedriger werden, weil dann würde ihn der höchstwahrscheinlich jemand vor der Nase wegschnappen, der halt öfter Channel 1 ist, der öfter am Shoppen ist oder so. Aber durch diese Randomness hat man da immer mal wieder auch einen Schnapper vor sich. Und das ist eigentlich ganz nice. Aber auch ätzend natürlich, weil die ganze Zeit Channel wechseln und in 5 verschiedene Städte oder Orte gehen, ist halt schon sau nervig. Muss man sagen. Deswegen ist diese Schnapperjagd auch bis zu einem gewissen Punkt, kann man das schon mal machen. Vor allem, wenn man vielleicht viel Geld ausgeben will. Zum Beispiel, du willst dein gesamtes Geld für Elemente Tech-Boxen ausgeben oder sowas. Oder für Power-Ups generell, für Massenware im Endeffekt. Sobald du von irgendwas extrem viel kaufen willst, kann man das schon mal machen. Aber wenn du dann zum 10. Mal Channel wechselst und von Flares nach Darkon oder sonst wohin portest, irgendwann ist es dann halt so, ich meine, natürlich sollte man es schon so machen, dass du halt erst Asphere machst, alle Channel, also wenn du dir das schon antust, bis du mit System vorgehst. Aber selbst dann ist es so, dass das irgendwann so viel Zeit kostet, dass du auch sagen kannst, naja, scheiß drauf, ich zahle einfach 10% mehr. Selbst bei einem Betrag von über 500 Mio oder über ein paar tausend F-Coin, irgendwann ist es die Zeit auch einfach nicht mehr wert. Die Zeit und die Nerven ist es irgendwann nicht mehr wert.
Und vor allem, wenn du sehr wenig Geld hast, dann ist es das eigentlich wirklich nicht wert. Weil um eine Mio zu sparen, wenn du 10 Mio hast, läufst du dann 20 Minuten lang rum. Das ergibt ja keinen Sinn. In der Zeit hast du ja viel mehr Geld gemacht als eine Mio. Ein Prinzip, was sich Reseller gerne zunutze machen. Aber, ja, wie gesagt, man kann es nicht erzwingen eigentlich. Man kann keine Schnapper erzwingen.